Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir Radbot und dem zweiten Patch-Video meines Lebens. Wow! Ich habe mir diesmal im Vorfeld Gedanken gemacht und rede nicht einfach wild drauf los. Es wird aber auch hier nicht, sage ich mal, alle Infos geben, weil viele Änderungen in dem Pre-Patch, muss man sagen, auch vielleicht gar nicht so relevant sind, beziehungsweise es sind einfach auch viele Änderungen, auf die man jetzt nicht einzeln eingehen muss, sage ich mal. Was weiß ich, wurde an der KI geschraubt, da sind viele Dinge passiert, aber oft sind sie auch recht marginal. Und das werde ich jetzt nicht alles im Einzelnen besprechen. Ich werde im Anschluss nochmal kurz ein anderes Thema aufmachen, nämlich meine Meinung zum Stand des Spiels nach diesem Patch. Und ja, lasst uns einfach mal fröhlich beginnen mit den Update-News. Kurzum, es gibt einen neuen Kartentyp, Anführer wurden geändert, etc. Der neue Kartentyp, Pangea Plus. Dieser Kartentyp wird eine einzigartige große Landmasse, auf der alle Zivilisationen starten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also alle Zivilisationen starten zusammen. Die für das zweite Zeitalter, das Zeitalter der Erkundung relevanten Fernländer und für andere Dinge, aber die Fernländer sind Inseln, die dann um diesen großen Hauptkontinent drumherum wabern. Klingt erstmal ganz cool, müsste man mal ausprobieren, wird wahrscheinlich auch der nächste Run dann mal werden. Ich könnte mir vorstellen, das wird dann mit Krieg relativ nervig auf Gottheit. Aber an sich klingt das ganz spaßig, könnt ihr mir auch im Multiplayer gut vorstellen. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Die maximale Spieleranzahl bei Multiplayern wurden erhöht. Bei Standard ist es jetzt 8. Das war vorher, glaube ich, 5. Es sind 8 Spieler auf dem Startkontinent und 5 durften davon nur Menschen sein. Jetzt können alle menschlich sein. Ist doch schön für den Multiplayer. Die Spieler, die bei 8 Menschenspielern nicht auf dem Heimatkontinent starten, die starten dann in fernen Ländern und können sich dann trotzdem auf dem Verwässnispfad fortbewegen etc. Die trifft man erst später. So weit, so gut. Klingt auf jeden Fall gut. Mehr Karten ist immer gut. Es gibt hier, das kann ich kurz hier mal rüber zeigen, auch ganz oben. Das kommt dann im großen Update, im großen Juni-Update. Das, was wir jetzt besprechen, ist der Vorpatch sozusagen. Hier gibt es dann große und riesige Karten. Der Steam-Workshop wird hinzugefügt, etc. pp. Da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist und man da auch was Handfestes hat. Gehen wir zu dem entscheidenden Ding hier, meiner Meinung nach. Die Änderung der Anführer. Da haben wir einmal unseren guten Friedrich. Wir haben den schiefen Friedrich, glaube ich, gespielt. Der kriegt jetzt seine Extrasoldaten sowohl beim Bau von Wissenschaftsgebäuden, das war vorher auch schon so, aber auch beim Abschluss von Technologiemeisterung. Das heißt, wir kriegen deutlich mehr Soldaten, was ja auch der Fokus von demjenigen sein sollte, von Friedrich Schief. Der barocke Friedrich kriegt jetzt dasselbe, aber für Kultur, also jede Ausrichtungsmeisterung und jedes Kulturgebäude gibt ihm eine Infanterieeinheit, vorher waren es ja nur die Gebäude. Er kriegt aber auch +1 Kultur pro Zeitalter für jedes ausgestellte große Werk, also eine moderne +3 für jede Reliquie, für jedes Artefakt und halt für jede. Was das in Antike ist es dann halt für jeden Kodex gibt es dann 1 Kultur und 2 Wissenschaft. Das ist auch eine gute Änderung. Macht ihn, denke ich, auch nicht viel zu stark. Kultur ist in der Moderne auch sehr wichtig, aber auch nicht kriegsentscheidend, sage ich mal. Ist schon gut. So, kommen wir zu Hatschepsut. Die kriegt jetzt +1 Kultur pro Zeitalter für jede einzigartige Ressource. Das ist auch vor allen Dingen im späteren Verlauf ziemlich stark. Vorher war es nämlich nur +1 Kultur für jede importierte Ressource und +1 Kultur ist halt am Ende nicht mehr so richtig wichtig in der Moderne. Hinzu kommt, dass man in der Moderne viel Krieg hat, das dann schwierig ist. Das steht hier unten auch nochmal. Im kriegsbetonten Gameplay der Moderne sind die Handelswege schwer zu verteidigen. Das heißt, wenn sie selber viele Ressourcen, verschiedene, wo man jetzt nicht einzigartige Ressourcen sammelt, dann kann sie sich selber da ganz gut buffen. Und ich habe sie selber mal im Multiplayer gespielt. Also die Fähigkeit war halt irrelevant am Ende. Am Anfang war es echt stark, wenn man da viele, also in der Erkundung oder vor allen Dingen in der Antike konnte man da sehr gut
Kultur Russian mit vielen Handelswegen. Aber in der Moderne war es dann halt spätestens völlig irrelevant. Auch in der Erkundung war es schon nicht mehr so stark. Aber gut, gute Änderung, meiner Meinung nach. Macht sie deutlich stärker. Kommen wir zu der hohen Schamanin Chimiko. Die hatte ja immer recht viel mit Zufriedenheit zu tun. War so ihr Bread and Butter Ding, sag ich mal. Und das wird noch gebufft. Kriegt +2 Zufriedenheit pro Zeitalter für Zufriedenheits- und Einflussgebäude. Und das steht hier jetzt nicht, aber ich meine, das ist habe ich irgendwo anders gelesen oder im Spiel schon gesehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das wird verdoppelt, wenn man ein Zufriedenheits- und Einflussgebäude hat. Also sie kriegt +2 Zufriedenheit für Zufriedenheitsgebäude und sie kriegt +2 für Einflussgebäude und sie kriegt +4, wenn es ein Einflussgebäude ist, das Zufriedenheit gibt, beziehungsweise Zufriedenheitsgebäude, das Einfluss gibt. Pro Zeitalter wohlgemerkt. Also kriegt man dann am Ende 12 Zufriedenheit für ein Einflussgebäude, das Zufriedenheit bringt. Das ist nice. Und man produziert die Dinge dann auch deutlich schneller, um halt +50% schneller bei Zufriedenheits- und Einflussgebäuden. Extrem, extrem gute Änderung. Damit ist das ein Zufriedenheitsmonster. Bin mal gespannt, wer als erstes da irgendeinen Quatsch mitmachen wird. Aber die zusammen mit den, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, Maurier, also den Pre-Indern, sage ich jetzt mal, die sehr auf Zufriedenheit gehen und mit mehr Produktion und mehr Tech pro Zufriedenheit. Das wird mit Himiko, glaube ich, ganz knuddelig. Ja, kommen wir zu José Rizal. Du bekommst jetzt für Belohnung durch erzählerische Ereignisse zusätzliche 20 Kultur, 20 Gold und 20 Einfluss. Das war früher nur 20 Kultur. Jetzt kriegt er noch Gold und vor allem Einfluss. Steht hier auch nochmal. Einfluss ist ein wichtiger Ertrag. Da wird genau geachtet, wie seine Verfügbarkeit ist. José Rizal ist aber als diplomatischer Anführer da, deswegen braucht er irgendwo Einfluss. Man kriegt jetzt für jedes erzählerische Ereignis +20 Einfluss. Das müsste ich mal im Spiel sehen. Gerade am Anfang, wenn du mit diese Hütten da einsammelst und so, müsste man ja in der Antike im Einfluss schwimmen. Was natürlich total cool ist. Und auch später gibt es ja noch einige Ereignisse. Also ist auf jeden Fall eine gute Änderung. Macht José Rizal deutlich besser. Der war vorher einer meiner, ich würde sagen, eher einer meiner weniger favorisierten Anführer. Aber jetzt kommt meiner Meinung nach ein guter Knaller. Pachakutek. Städte erhalten nun Bonus für die Produktion, der 10% der Nahrung der jeweiligen Stadt entspricht. Und Pachacuti kriegt ja extrem viel Nahrung. Der ganze Fokus von dem Charakter liegt auf Nahrung. Da kommen wir gleich nochmal zu. Inka sind ebenfalls große Nahrungsbauern. Der ist ja nun der, sagen wir mal, Inka sind sein Volk. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, was das ungefähr im Spiel bedeuten könnte. Springen kurz. Wir sind jetzt im Perser Safe, den ja die meisten von euch gut kennen werden. Und die habe ich mir mal umgeguckt, was heißt denn das eigentlich? Für uns würde es jetzt bedeuten, wir haben hier fast 100 Nahrung, also 10 Produktionen mehr. Hier sind es 5, hier sind es 10. Gut, hier haben wir ein bisschen Unzufriedenheit. Die Stadt ist nicht so auf Nahrung getrimmt. Aber auch hier 4 Produktionen mehr, hier 5 Produktionen mehr, hier 9 Produktionen mehr und so weiter. Das läppert sich. Wir sind halt noch nicht mit einem Volk groß auf Nahrung gegangen. Ne? Wir wissen ja, die ganzen Krämer in der Moderne, die noch 20 Nahrungen mehr bringen, die bauen wir hier gerade auch noch. Das ist also noch deutlich stackbar. Und wenn man dann noch ein Nahrungsvolk spielt, das wird witzig, Leute. Das können wir vorstellen, wird auch der nächste, oder könnte der nächste Run werden. Ja, gehen wir weiter. Das war Pachakutek. Xerxes kriegt +20 Handelsreichweite. Super gut. Also der Archimenid, der auf Handel geht, ist total gut, weil man dann auch mit jedem handeln kann. Der kriegt, glaube ich, +1 Handelsroute pro Zeitalter für jede Fraktion. Man kann unendlich viel handeln. Das hat vorher dadurch sehr stark begrenzt, wo man seine Siedlung platziert. Da musste man eher darüber nachdenken, baue ich die jetzt näher an die KI ran, sodass ich mit denen handeln kann, oder ist da vielleicht eine wichtigere Ressource. Das fällt damit jetzt ein bisschen weg. Macht es einfacher, weniger taktisch, sage ich mal. Aber dafür ist er auch gut spielbar. Die Zivilisation. Bulgarien. Hier natürlich wir direkt betroffen. Der Tatjan-Kommandant ermöglicht jetzt Einheiten für 1 Fortbewegung zu plündern. Vorher waren es 0. Das war bei unserem Safe ja völlig Banane. Wir sind ja abgedreht. In einer Runde so viel geradet.
und Kultur und Wissenschaft gemacht, muss ja gar nicht wieder hin mit der ganzen Kultur und Wissenschaft und der Produktion. Da kommen wir jetzt aber gleich im nächsten Schritt zu. Das wurde jetzt auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Und ja, jetzt kommt der Big Nerf, der uns jetzt auch treffen wird. Die Effekte von der Fähigkeit Krumms Dynastie und vorgetäuschter Rückzug wurde getauscht. Das heißt, Krumms Dynastie ist das, was Nahrung bringt. Das war die Fähigkeit. Das war von Anfang an so. Plündern bringt Nahrung in Gemeinden. Und die Tradition vorgetäuschter Rückzug war Produktion in Städten. Das heißt, wir haben jetzt auch, und das kann ich nochmal zeigen, hier. Das ist mir nämlich auch beim Spielen gestern gar nicht aufgefallen. Vorgetäuschter Rückzug. Wir erhalten beim Plündern von Monisierung die Nahrung. Das war früher noch die Produktion. Gerne in das alte Video reingucken. Das ist jetzt genervt worden, aber ist es auch ziemlich sinnvoll, das zu nerven, weil das war halt krank. Jetzt sind wir also ein bisschen. Bulgarien ist jetzt ein bisschen schlecht. Also Bulgarien selber, also im Erkundungszeitalter hat sich ja nichts geändert. Im Gegenteil, man kann ja sofort in den Krieg, wenn man sofort die Produktion kriegt und die Nahrung kommt halt hinterher. Kommen wir zu Großbritannien, die meiner Meinung nach vorher nicht besonders spannend waren. Die Erkundeneinheit verleiht jetzt plus 20 Kultur für jedes Geländefeld in der Hauptstadt. Für die bei der Aktion Artefakt ausgraben. Ja, das 5 Kultur war halt lächerlich wenig. Das war, wenn man gut spielt, noch nicht mal ein Zug. Vielleicht war es ein Kulturzug. Das als Spezialfähigkeit bei den Erkundern. Naja, jetzt mit plus 20, also vervierfacht. Wenn das jetzt einen gebracht hat, bringt das jetzt 4 Züge. Das ist schon eine große Änderung. Also das klingt auf dem Papier auf jeden Fall schon mal ziemlich stark. Mal schauen, wie sich das dann im Spiel auswirkt. Großbritannien habe ich selber noch nicht gespielt, keine Ahnung. Und das Finanzzentrum gibt jetzt plus 2 Gold und plus 2 Wissenschaft pro verbundene Siedlung. Das, und nicht nur Gold. Das ist gerade mit der Änderung, dass man die Städte durch Fischereimolen, sage ich jetzt mal, leichter miteinander verbunden kriegt. Einfach eine extrem gute Änderung. Das wird ein Wissenschaftsboom werden bei den Briten. Khmer, neben der passiven Immunität gegen Fluten, kriegen jetzt auch die Siedlung mit dem einzigartigen Gebäude die Immunität gegen Flutschäden. Also gute Änderung, Baubereis. Ja, Hinweis der Entwickler. Ist gut. Ich meine, der Sinn der Khmer war, dass sie immun gegen Fluten waren und das hat nicht so gut funktioniert. Mit dem Bauereigebäude ist es jetzt perfekt. Ja, Majapahit, das Spezialfeld Pura bietet das einen für das gesamte Reich gültigen Rabatt auf die Verwandlung von Gemeinden in Städten. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das aussagen soll. Okay, das Spezialviertel von Majapahit war eines der wenigen, das keinen passiven Effekt hatte, den man mitnehmen konnte. Und deswegen gibt es auch bei den Normannen, da kommen wir jetzt gleich zu, einen Effekt. Okay, das hatte also, das weiß ich, also wusste ich jetzt gerade gar nicht, aber okay, das hat wohl keinen Effekt. Und das Donjon gibt jetzt plus 10% Produktionsbonus für die Ausbildung von Kavallerieeinheiten in der Stadt. Das hatte vorher offensichtlich auch keinen Spezialeffekt. Den hat es jetzt bekommen, damit man irgendwas hat, wenn man die beiden Gebäude zusammenpackt und dann diesen Spezialdistrikt hat. Hier halt das Donjon, da das Pura. Dass da halt irgendwas von überbleibt für die relevante für die nächsten Zeitalter. Ja, Inka, wir haben gerade kurz drüber gesprochen. Terrassenfeld wurde neu gestaltet. Das bringt jetzt plus 4 Grundnahrung und verleiht benachbarten Gebäude plus 1 Gold Nachbarschaftsbonus. Und das Wichtige ist meiner Meinung nach, Berggeländefeld ist nicht mehr notwendig. Vorher konnte man Terrassenfelder nur adjacent oder nur auf Berggeländefeldern bauen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Das kann jetzt auf jedem Gelände gebaut werden. Macht es natürlich historisch nicht ganz so cool. Aber dafür spielerisch besser. Russland kriegt jetzt mehr Boni für Tundra-Sachen, kriegt jetzt plus 1 Kultur und Wissenschaft für alle Bezirke und plus 2 jeweils in der Tundra. Das belohnt natürlich das Bauen der Tundra wieder mehr. Macht es dafür aber auch immer noch sinnvoll, überhaupt das Bezirke zu haben, für was in Russland zutrifft. Plus 1 Kultur, plus 1 Wissenschaft für Bezirke in Tundra. Das ist jetzt halt nicht so unendlich viele Bezirke in der Tundra, weil Tundra ja nun auch ein geringeres, sag ich mal, Vorkommen hat, als zum Beispiel, was weiß ich, Ebene oder so. Oder
ja, Unweg hier, wie heißt das? Dschungel oder andere war Wüste, ne? Ja, Wüste, Tundra, hatte man nicht so viel. Ja, die Modernisierung. Ups, ich kann noch kein Russisch, ich lerne es gerade über Duolingo. Weil er hat jetzt +2 Kultur in der Tundra und +2 Nau bei allen Bauernhöfen. War was, glaube ich, +2 Nau bei allen Bauernhöfen Tundra. Also auch hier gute Änderungen, macht es weiterhin sinnvoll und verbessert aber noch das in der Tundra. Das heißt, Tundra lohnt sich immer noch. Und offensichtlich wurde der Kulturvorteil nicht richtig gehandhabt, wenn man die Modernisierung häufiger hatte. Wenn sie das verbessert haben, ist gut. Wahrscheinlich war es buggy wie mit anderen einzigartigen Modernisierungen. Das scheinen sie dann verbessert zu haben. Das ist schon mal gut. Songhai. Das Tolle an Songhai ist, dass man Schatzflotten in der Heimat kriegt. Die haben aber nur einen Punkt gebracht. Die werden jetzt auf 2 Punkte erhöht. Die einzigartige Einheit ist günstiger zu bauen. Und Songhai kriegt noch eine einzigartige Fähigkeit. Die kriegt +3 Gold für jeden aktiven Handelsweg. Das klingt gut. Ja, Songhai ist wie die Mongolei eine andere Zivilisation, die den Vermächtnisweg alternativ abschließen kann. Wie gesagt, die können Schatzflotten in der Heimat kriegen. Bei der Mongolei, die können für jede eroberte Siedlung kriegen sie einen Punkt für den Militärbaum. Ja, wir haben hier noch ein paar Gameplay-Änderungen. Wie gesagt, über die KI spreche ich jetzt nicht groß. Was haben sie? In der Diplomatie wurde was geändert. Die Einflusskosten Militär ausheben ist jetzt abhängig von den Produktionskosten. Das ist sinnvoll. Das war vorher relativ teuer und dann war es irgendwann ziemlich billig, wenn man Panzer sich vom Stadtstaat nehmen konnte für, ich glaube, 90 oder 120 Einfluss oder sowas. Das wurde dann halt ein bisschen albern. Offene Grenzen gehen verloren, wenn ein Bündnis abgelehnt oder verloren wird. Das ist sinnvoll. Wobei offene Grenzen, wenn man ein Bündnis eingeht, gehen offene Grenzen verloren. Aber ich nehme an, weil das Bündnis generell offene Grenzen mit einbezieht, man das dann sonst doppelt gemoppelt hat. Öffnet die Tore, macht jetzt tatsächlich die befestigten Zirkel kaputt. Hat es vorher nur so halb getan, das war ein bisschen lächerlich. Da hat es sich halt nicht gelohnt. Jetzt ist es unter Umständen ganz gut. Gerade für Bulgarien, die Mali kriegen, wenn sie befestigte Bezirke angreifen, kann das echt praktisch sein. Das ist eine gute Änderung. Ja, UI, Umgebung, Wirtschaft. Missionareinheit erhält jetzt angemessen zusätzliche Produktion, wenn sie in der Stadt mit der Ressource Weihrauch ausgebildet wird. Das ist gut. Ich hatte nämlich auch das Gefühl gehabt, Weihrauch war völlig irrelevant. Hawaii kriegt +1 Zufriedenheitsbonus für Fischereiboote auf Riffen. Das ist auch gut. Wein erhält jetzt den angemessenen Zufriedenheitsbonus in seiner Hauptstadt bei der verbesserten Ressource. Das klingt auch gut. Da war ich mir auch nicht sicher, ob der überhaupt existiert. Aber ist jetzt wohl so. Kommen wir zu unabhängigen Mächten. Stadtboni gewähren jetzt Gold für nur eine Brücke in einer Siedlung. Das ist doch schon mal toll. Damit konnte man nämlich absurd viel Geld machen, wenn man einfach ganz viele Brücken gebaut hat. Unabhängige Mächte zeigen keine negativen Einflusskosten, wenn sie Freundschaft schließen wollen. Aufgelöst, unabhängige Mächte behalten keine weiß gepunkteten Geländefelder in der UI. Ist mir auch nie aufgefallen. Keine duplizierten Mächte ist mir auch nie aufgefallen. Aber es ist gut, wenn sie nicht mehr auftreten. So, wir kommen nochmal zum Militär. Das ist nämlich nochmal wirklich wichtig. Die Effekte der Kampfstärke sekundärer Einheiten wurde aus allen Ressourcen entfernt. Das führte nämlich dazu, dass Infanterie zum Beispiel wenig Leistung brachte, war damit eher schlecht. Jetzt ist das behoben worden. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich finde es gut, dass sie da was anpassen wollen. Weil wenn man nur noch Kavallerie spielt, macht es halt auch keinen Spaß. Ein bisschen darauf eingehen, eine gesunde Mischung von allen Einheiten zu haben. Und das Karawanenschiffe nehmen keinen Schaden mehr durch die Pest. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Heerführer erhalten keinen doppelten EP mehr, wenn sie Fähigkeiten zum Angriff nutzen. Das ist sehr gut. Feindliche Marineeinheiten auf Stadtbezirksfeldern des Typs Schifffahrer Fluss können jetzt von Nahkampfeinheiten angegriffen werden. Okay, das ist eine coole Änderung. Finde ich sinnvoll. Religionen, wir haben das Verhalten von großen Werken verändert, sodass sie nur bei einer Reduktion der Platzanzahl automatisch den Platz verlieren, anstatt bei einer Erhöhung. Das klingt auch gut. Sind hier noch ein Haufen Benutzeroberflächungs-UI-Änderungen. In der Zivilopädie wurden Änderungen gemacht. Das ist alles gut. Controllerspezifische Änderungen sicherlich auch gut. Allgemeine Änderungen hier, Symbole für Beziehungsstatus wurde, ja, oder führt einen jetzt direkt zum Beziehungstab im Diplomatie-Menü. Das ist super. Symboleinheit kann bewegt werden, wurde aktualisiert, ist
okay, nehme ich an. Andere Symbole wurden aktualisiert. Das Religionssymbol unter dem Siedlungsbahn ist nicht mehr rot, wenn Spieler eine Siedlung mit Erkundungsgameplay vollständig zu einer Religion konvertieren. Das ist super, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Das bedeutet offensichtlich nichts. Armee versammeln und Heerführer einsetzen wir jetzt in der zweiten Zeile der Kommandantenaktion im Einheitenpanel angezeigt. Okay. Barrierefreiheitsoption. Okay. Alles gut, G. Mehr. Wir wollen mehr davon, aber ich rede da jetzt nicht eine Stunde drüber, wie hier die Diplomatie-Animation verändert wurde. Multiplayer schenken wir uns auch erstmal. Das ist jetzt für uns auch nicht so wichtig. Textänderungen, auch nicht so wichtig. Schnellinfos. Gesamterträge werden jetzt in den Handlungsschnellinfos angezeigt. Das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Das klingt sehr gut. Und hier gibt es noch Erzählungs- und Audioänderungen. Erzählungsänderungen, es wurden ein paar Belohnungen angepasst in verschiedenen Events. Audio auch egal, Konsolen, plattformspezifisch etc. pp. Auch egal. Damit sind wir auch schon wieder durch. Meine lieben Freunde, der Patch ändert ein bisschen was. Vor allen Dingen diese Anführer- und Zivilisationsänderungen, über die ich jetzt lang und breit gesprochen habe, sind gute, wichtige Änderungen, denke ich. Machen sie das Spiel zu einem besseren. Auf jeden Fall ändern sie es total großartig. Geht so, würde ich sagen. Hier sieht man eine Beispielskarte oder mehrere Beispielskarten von Pangea Plus Karten. Das wollte ich am Ende auch nochmal zeigen. Ja, das ist doch schick. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das auszuprobieren. Jetzt reden wir noch über ein anderes Thema, das mir wichtig ist. Und zwar, wie sehe ich denn jetzt nach dem Patch und vielleicht auch nach dem letzten Patch ein bisschen Spielzeit, was fehlt denn jetzt noch in Civ? Was kann man denn verbessern? Ich habe das Spiel offen, was ihr ja gestern sicherlich alle schon freudig zugeguckt habt und auch im Weiteren mir gerne dabei zuschaut und folgt und Tipps gibt und Kommentare und Likes und es gibt da nicht alles. Tolle Funktion bei YouTube. Ja, was ist meine wichtigsten, sagen wir mal, 2, 3 Änderungen? Meine Lieblingsänderung, ganz wichtig. Was bedeutet das konkret? Was sind +3 Gold pro Gemeinde? Macht hier eine Zusammenfassung. Hier ist es doch nicht so schwer. Sag mir, du hast 10 Gemeinden, das sind das 30 Gold. Du hast 5 große Werke, das ist 5 Zufriedenheit und 5 Gold. Du hast so und so viele Berge abgebaut oder da einen Typen drauf, so und so viele Naturwunder. Was bedeuten diese Zahlen? Ich will das nicht lange selber recherchieren. Ich habe auch schon bei jemandem gesehen, ich weiß gar nicht welcher YouTuber, die haben da eine Mod für, die das macht. Warum ist das eine Mod? Warum gibt es das noch nicht im kompletten Spiel? Sofort hinzufügen. Das ist wichtig. Das wäre eigentlich mein größter UI-Interface-Änderungswunsch. Ich kann sogar verstehen, bei Clangesellschaft +3 Zufriedenheit in Siedlung für jede andere freundliche Siedlung innerhalb von 6 Geländefeldern, dass es vielleicht sogar schwierig ist, das darzustellen. Okay, kann ich verstehen. Auch wenn das Felder abzählen nervig ist, ich kann es verstehen, aber sowas hier sofort hinzufügen. Dann, wir brauchen ein paar mehr Völker, aber die kommen natürlich jetzt auch im nächsten DLC. Das ist sicherlich klar. Das war ja auch bei Civ 6 bis wahrscheinlich 3 oder so. Bei Civ 1 gab es, glaube ich, keine Updates, also keine Add-ons oder so. Da wird sicherlich noch was kommen. Mehr Völker. Eine Ostfriesen-Fraktion wäre ganz cool. Ja, kommt sicherlich, brauchen wir aber auch. Wird doch irgendwann relativ eintönig. Sag mal, an der Grafik, da kann man nicht viel verbessern. Die ist top. Das ist total cool, wie hier dieser Fluss, da gehen die dann die Brücken drüber und so. Schick. Einfach nur schick. Hier die Pyramiden dahinter, das Gebirge. Wie schön, wenn sich sowas dann noch ein bisschen anpassen würde mit der Zeit, aber alles gut. Was wir auch noch ändern müssen, ist Diplomatie. Man greift, also gut, das sind Bündnispartner, glaube ich, jetzt hier gerade zufällig, mit denen wir im Krieg sind, ja. Warum bin ich jetzt zum Beispiel nicht im Krieg mit Simon Bolivar, obwohl das Verbündete sind? Wieso bin ich aber im Krieg mit Tecumseh? Und bin ich jetzt mit Umtrak? Es wird halt völlig anders ausgesprochen, aber ich muss immer an DuckTales denken. Trick, Trick und Track und so. Und warum bin ich
mit ihr im Krieg, weil sie mit ihm verbündet ist? Hat sie mir einfach selbst den Krieg erklärt? Sie ist jetzt im Krieg mit 3 Leuten. Ist das nicht ein bisschen Banane? Sie ist gar nicht verbündet mit Himiko. Himiko wurde der Krieg ursprünglich erklärt. Trotzdem bin ich nicht im Krieg mit Simon Bolivar. Er ist auch nicht im Krieg mit Ibn Battuta, der den Krieg erklärt hat. Das verstehe ich alles nicht. Und dann auch gerade in vorherigen Zeitaltern, warum ist die Kriegslust der KI so hoch? Man kann ja quasi kein friedliches Nebeneinander spielen, weil die KI einen immer irgendwann angreifen wird. Nächste Änderung, die mir dann dazu einfällt. Gibt es das hier gerade? Grenzernährung. Hauptstadt zu nah einer anderen Zivilisation. Diese Mali. Wieso kriege ich die, wenn Simon Bolivar neben mir siedelt? Wenn ich neben ihn siedel, klar, verstehe ich. Gut, dass der das nicht gut findet und dass es dann Ärger gibt, verstehe ich. Alles tutti. Er siedelt neben mir und hasst mich dann und erklärt mir dann den Krieg. Wenn er neben mir siedelt, das ist doch irgendwie nicht so optimal, sage ich mal. Ja, das sind so die Änderungen, über die ich mir die letzte Zeit bei diesem Gameplay hier Gedanken gemacht habe. Was man auch noch ändern könnte, wäre ein zusätzliches Zeitalter einführen. Das würde das Spiel natürlich ein bisschen verlängern. Ich kann es jetzt hier in diesem Gameplay auch nicht so ganz darstellen. Ich meine, wieso fahren wir hier? Luftfahrt fängt an. Wir haben die Doppeldecker. Hier kommen dann die Kampfflieger. Und dann ist vorbei. Dann fliegen wir zum Mond. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz richtig. Ich meine, von den Zweiten Weltkriegsflugzeugen. Wo ist die Jetztzeit, anders gesagt? Wäre das vielleicht noch ein interessanteres Zeitalter? Wollen wir das hier nicht ganz abbrechen und jetzt von der Jetztzeit und dann vielleicht sowas wie die Zukunft? Das wäre sowieso, wenn ich mir wirklich was aussuchen dürfte, wäre es ein 4. Zeitalter in der Zukunft, also in der Jetztzeit bis zur Zukunft, wo wir dann quasi Beyond Civilization spielen. Seht ihr? Das fände ich cool. Überleg mal, man könnte hier jetzt immer mehr Siedlungen gründen, die irgendwas dann dort Tolles können dadurch. Weil wir noch eine zweite Unterseekarte kriegen. Oder anders, wir fliegen zu einem anderen Planeten, gibt dann nur einen, der Einfachheit halber, auf dem dann Aliens leben. Und es gibt verschiedene Vermächtnisse, wie wir mit diesen Aliens umgehen. Wir kriegen Punkte, wenn wir sie ausrotten. Punkte in einem anderen Baum, wenn wir die lieb haben. Wenn wir uns da ausbreiten, gibt es noch wieder Punkte. Es gibt da neue, so wie im zweiten Zeitalter gibt es da halt dann außerirdische Ressourcen, die wir bergen können oder irgendwie sowas. Das finde ich total cool. Finde ich mega cool. Oder, nächster Punkt für ein weiteres Zeitalter, in der Erkundung. Wir starten da in so einer Art Mittelalter. Religion ist ein Fokus. Aber eigentlich ist der Fokus des ganzen Zeitalters ja, die fernen Länder zu erkunden und Colonization zu spielen. Kolonialismus ist da das große Thema. Die anderen angreifen ist der eine Baum, dann die Schätze da zu akquirieren. Man könnte auch sagen, zu plündern und in sein eigenes Reich zu bringen. Ist der andere Baum. Dann gibt es, ja gut, das Religiöse, naja, weiß ich nicht. Man muss halt diese Reliquien sammeln. Macht man ja in der Regel über irgendwas Religiösem. Ist schon sinnvoll. Und ja, Forschung, weiß ich nicht, mit diesen Erträgen, ja, gut, hat das viel mit Wissenschaft zu tun, weiß ich nicht. Warum splitten wir das nicht? Warum machen wir nicht ein Zeitalter ist Kolonisierung und ein Zeitalter ist Mittelalter mit Kunstwerken, mit Kirche, die da eine große Rolle spielt. Und, weiß ich nicht, bauen darum was auf. Ich will eigentlich Städte sehen, die große Burgen sind. Und Schlösser und Paläste etc. und nicht so ein Halbgar irgendwie. Ich habe jetzt auch keine super konkrete Idee, wie man das verbessern könnte, aber ein zweites Zeitalter oder das zweite Zeitalter aufzusplitten, fände ich irgendwie gut. Oder man müsste, ja, ich weiß auch nicht, mehr im Mittelalter da was machen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es zieht das natürlich auch ein bisschen lang, verstehe ich schon. Aber ja, die Kombination da finde ich auch nicht so gelungen.
generell der Schatzflotten-Wirtschaftsweg, den ist der einzige, den ich noch nie abgeschlossen habe, weil ich vorher gewonnen habe, oder sagen wir, das Zeitalter zumindest vorher beendet ist, bevor ich diese blöden Schatzflotten zusammenkriege. Auch das kann ja nun nicht so der Sinn der Sache sein, oder? Es gibt also noch ein bisschen was zu tun. Neben Balancing und UI, die schrecklich ist. Aber das wird natürlich was für ein großes DLC und ich sag mal, Religions-DLC ist ja generell so ein Ding von Civ. Wäre bei 6 schon so, dass die Religion umgeändert werden muss. Ich glaube, in 5 kam die Religion sogar erst in einem DLC. Das heißt, auch in Civ 7 wird Religion noch eine Rolle spielen, denke ich mal, in einem der Add-ons. Denn das ist generell, und damit schließe ich meinen Rant, generell die schlimmste von allen Spielmechaniken, die wir hier haben. Es macht überhaupt keinen Spaß. Du schickst dir deine Missionare nach links und rechts, du kannst die gegnerischen Missionare nicht aufhalten. Was soll das? Das ist doch irgendwie blöd. Deine Städte verbreiten keine Religion. Ich meine, die Städte sind nebeneinander. Ab 44 und 28 Einwohner. Hier sollte ein großer Druck entstehen. Die werden ja auch, gut, das ist jetzt moderne, aber tun wir mal so, es wäre Erkundung. Die wohnen hier quasi nebeneinander. Da werden auch Leute von A nach B gehen, von Tarsus nach Neapolis. Und werden da den Leuten sagen, guck mal, wir haben einen coolen Glauben. Aber statt also Glaubensausbreitung von sich aus gibt es einfach überhaupt nichts. Es wird nicht simuliert, dass Leute durch die Gegend laufen. Du kannst sogar Migranten haben, die von A nach B laufen, dieser Migranteneinheit. Und die bringt auch keine Religion mit. Also, wieso gibt es das alles nicht? Das gab es ja sogar in 6 schon mit Ausbreitung etc. Man kann das nur über Missionare machen und man kann die gegnerischen Missionare auch nicht aufhalten. Selbst wenn du mit denen im Krieg bist, darfst du denen nichts tun, darfst du die nicht auflösen oder wegscheuchen. Da ist auf jeden Fall noch viel, viel Ausbaupotenzial. Und wo wir gerade über Leute reden, die wir nicht wegjagen können, wieso muss ich Erkunder der feindlichen Zivilisation, wenn die in meinem Gebiet sind, jetzt nicht hier, da ist alles einigermaßen in Ordnung, warum sind die auf meinem Gebiet, können da Artefakte ausgraben und ich kann denen nicht sagen, ey, ich will, dass meine eigenen Wissenschaftler das machen? Oder auch hier grenznah oder generell, wenn meine Wissenschaftler auf die gegnerischen treffen oder meine Panzer, warum kann ich mit den gegnerischen Entdeckern nicht hantieren, muss einfach sagen, ach, der war zuerst da, ja gut, Pech gehabt. Macht doch so auch keinen Spaß. Stell mal vor, ihr müsstet eure Entdecker beschützen. Das würde ein völlig neues Spielprinzip ergeben. Wie soll ich denn ohne Schutz, ohne Geleitschutz irgendwas? Gibt es hier jetzt gerade irgendwo was? Gibt jetzt natürlich keinen. Aber nehmen wir mal an, hier wäre irgendwie was versteckt. Wie soll ich denn hier dieses Artefakt, was hier wäre, bergen, wenn ich mit dem im Krieg bin? Jetzt kann ich aber hinlaufen und sagen, moin, nimm mir das jetzt mal. Das ist doch irgendwie bescheuert. Naja. Aber auf jeden Fall, um es zusammenzufassen, UI-Änderung Nummer 1. Muss ich hier gerade diese Linse ausmachen? UI-Änderung Nummer 1, diese Zusammenfassung hier hinzufügen. Die Sachen zusammenfassen und mir genau sagen, was kriege ich denn dafür eigentlich? Lohnt sich das oder ist das doch eigentlich eher Quatsch? Zumindest da, wo es geht, ne? Zweite Zusammenfassung, Religion weg. Nicht Religion weg, Religion ändern. Das muss ein spannendes, Religion ist nun mal ein Bread and Butter unserer Zivilisation gewesen. Religion hat Kultur geschaffen, Kunst, Musik, Kriege, Völker ausgelöscht und neue entstehen lassen. Noch und nöcher. Das ist eine der treibenden Kräfte auf unserer Erde ja auch immer noch bis heute. Warum ist das so ein langweiliger Punkt und wieso gibt es die in der Moderne nicht mehr? Ich meine, wir leben in der Moderne und ich glaube, Religion spielt auch heutzutage eine gewisse Rolle. Ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Punkt 2. 3 sind dann neue Völker, neue dies, neue das und ein cooles 4. Zeitalter. Mein Favorite wäre, holt Beyond Earth aus der Mottenkiste und macht uns ein Beyond Earth für Civ 7 als 4. Zeitalter.
Oh, wäre das cool, da würde ich fast nochmal 100 Euro für ausgeben. Sagen wir 80. Ja, Leute. Das war mein Einblick in den Patch und mein kurzes Nachlabern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für Fragen gerne nutzt die Kommentare. Ich versuche das alles zu beantworten. Ich hoffe, diesmal war es ein bisschen geskripteter, zumindest der Patch-Part. Und ja, schaut gerne auch bei den nächsten Videos rein, auch bei den vorherigen. Lasst Likes da, Kommentare, flutet diesen Kanal. Ich versuche, das alles irgendwie zu beantworten. Euer Radbot. Bis dann und ciao, ciao.